Wollt ihr wissen, was in meiner Urlaubszeit von einer Woche alles geschehen ist? Dann bleibt dran. Hallo und guten Morgen aus Koh Samui. Wie immer zuerst der Wetterbericht. Wie ihr sehen könnt, es sieht super aus. Die letzten Tage waren auch schön. Es hat das letzte Mal am Montag geregnet. Da war das Fox-Team auch hier. Da hat es geschüttet. Da mussten wir uns in den Innenbereich zurückziehen, weil da so eine Regenfront gekommen ist. Aber das war nur für anderthalb Stunden so ungefähr. Dann war das Ganze vorbei. Das ist jetzt hier unten bei uns in Samui, dass schon mal jetzt eine Regenwolke kommt. Aber ansonsten kann man sagen, ist das Wetter viel, viel besser geworden und stabil. Wir gucken uns jetzt mal heute Morgen wieder die Temperaturen an und dann auch die Aussichten, wie es aussieht und wie es für die Zukunft, für die nächsten 2 Tage aussieht. Ja, wir haben 27,1 Grad bei 60% Luftfeuchtigkeit, also da sieht man, da wird es heute mal nicht regnen, gehe ich ganz stark von aus. Die Fernsicht heute Morgen ist ein bisschen getrübt, muss man sagen. Aber ich glaube, das wird sich im Laufe der nächsten Stunde ändern. Man kann da hinten ja Koh Phangan erahnen, aber ich glaube, in den nächsten 2 Stunden, dann wird da eine klare Sicht sein. Wir haben eine hohe Bewölkung, auch zum Berg ist alles frei. Da ist ein bisschen Nebel da oben, ganz wenig. Das ist die Sicht zum Marienpark. Wie man sieht, sieht man nichts. Und dann schauen wir uns mal den Wetterbericht an. Wir haben ja heute den 2. November. Und dann stellen wir das mal stündlich ein hier in dem. Und dann lassen wir das mal durchlaufen. Hier haben wir ja Koh Samui und Koh Phangan. Also da ist alles trocken, wunderbar. Also bis heute Abend, wie ich schon erwähnt habe gerade, also haben wir klasse Wetter. Und morgen früh ist auch nichts zu sehen. Von unten kommt etwas hoch hier, aber das ist noch weit genug weg. Über den Tag wird es schön sein. Also hier unten haben wir schönes Wetter. Also das nehmen wir heute mal an. Ja, da kommt zwar was, aber das sind dann vereinzelt. Da sind wir ja schon in Freitag. Und da könnte es sein, dass Koh Samui ein bisschen tangiert wird hier durch Regen. Aber dann brechen wir hier mal. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Wetter jetzt stabiler geworden hier auf Samui. Muss ich auch sagen, ist auch angenehmer. Aber wir sind noch in der Regenzeit und bis Jahresende kann da noch einiges kommen. Und ja, was leider Gottes ist, in der Regenzeit, da haben wir ja, Quallen können hier kommen, Würfelquallen, die höchst gefährlich sind. Da würde ich mal hier einen Filmbeitrag verlinken. Wo ist meine Hand? Da oben. Da habe ich mal einen Filmbeitrag zugemacht. Es kam jetzt auch dieser Tage in den Pfarrang, dass der darauf hingewiesen hat, dass jetzt in der Regenzeit vermehrt die Würfelquallen ans Ufer rankommen. Und da hilft auch nur SC-Exzent, um sie runterzubekommen. Aber wenn man schon Kontakt hat, schwebt man in Lebensgefahr. Aber da schaut ihr euch am besten mal meinen Beitrag dazu an. Da bin ich dann auch schon ins Detail reingegangen, ab wann das anfängt hier. Auch auf Koh Samui und Koh Phangan. Da sind ja auch schon mal Menschen gestorben dran. Ja, wie waren die letzten Tage mit meiner Ex? Ich muss sagen, angenehm. Angenehm, also sie ist wie ein Wirbelwind, die hat also Dynamit im Popo, die ist immer aktiv. Vor allen Dingen waren jetzt die Aktivitäten dahin gerichtet, wieder ihre alte Firma, die sie schon seit 7 Jahren hier betrieben hat, auf Koh Samui, sprich Heiratszeremonien und Candlelight Dinner am Strand, das zu organisieren, dass die Firma wieder auf die Beine kommt, weil sie ja mindestens ein halbes Jahr hier bleiben wird auf Koh Samui. Bei mir bleibt sie ja bis die erste Woche vom Dezember hier, dann bin ich hier weg und dann kommt ja mein Programmierer, der zieht hier ein und ich bin ja hoch nach Rayong. Ja, was haben wir für Filmarbeiten die letzten Tage gemacht? Ich hatte mich ja ein bisschen zurückgehalten, ich hatte ja Urlaub
habe ich mir genommen, aber ich habe natürlich gefilmt, wie ich es am Airport empfangen habe, wie Jem nach 2,5 Jahren die Mama empfangen hat. Das war also herzzerreißend, war das also hier. Da habe ich natürlich die Kamera in die Hand genommen. Und gestern waren wir auch noch nach Surat Thani, weil sie einen eigenen Roller haben wollte. Und da, wie soll ich sagen, sie ist ja mit dem Touristenvisum hier erstmal eingereist mit 45 Tagen plus 30 Tage, die man bei der Immigration ja noch verlängern kann. Normalerweise kann man damit keinen Roller kaufen, aber sie ist erstmal das Risiko eingegangen, weil sie davon ausgeht, dass sie auch wieder ein Arbeitsvisum bekommt. Und dann ist das schon viel einfacher. Wir haben also da einen Roller gekauft, das habe ich dann gefilmt. Wieso sind wir nach Surat Thani gefahren? Weil sie eben halt den Markt analysiert hat hier. Es waren zu wenig Angebote. Sie wollte einen PCX Honda 150. Und wie gesagt, da sind wir dann aufs Festland gefahren, aber das seht ihr dann in einem speziellen Filmbeitrag. Ja, wie geht es jetzt weiter im Kanal? Also jetzt kommen noch, ich glaube 2 oder 3 Folgen kommen jetzt noch mit der Oma, die herzzerreißend gewesen sind. Also meine Kanalmitglieder haben die ja schon gesehen und haben auch gesagt, da konnten die Tränen nicht mehr zurückhalten, was da passiert ist. Das will ich euch dann auch nicht vorenthalten. Also bei meinen Kanalmitgliedern ist es so, die bezahlen ja einen kleinen Beitrag im Monat und dafür gebe ich dann schon am Montag immer die neuesten Filme für die frei, immer einen Film frei. Und daher sind die also auch schon informiert und wundert euch also nicht, wenn da schon drunter Kommentare sind, die etwas im Datum älter sind. Da bin ich auch schon angefragt worden, wie kann es denn sein, dass da schon ein älterer Kommentar ist. Das ist also von einem Kanalmitglied geschehen. Ach so, und dann hat YouTube hat was Neues gemacht. Die haben jetzt, wenn man unter den Film guckt, da ist jetzt ein Herz mit Thanks. Haben die da bei mir auch reingebracht, wie bei den anderen YouTubern vorher auch schon. Da kann man also kleine Geldbeiträge, also wenn ihr zufrieden seid mit den Beiträgen von mir, könnt ihr da draufklicken und da könnt ihr da eine Summe angeben und dann wird das, glaube ich, vom PayPal-Konto wird das abgezogen. Also das ist also neu in meinem Kanal auch. Ja, jetzt in der Woche war auch Fox hier, aber die waren nur 1,5 Stunden hier. Die waren mehr mit dem Daniel unterwegs. Die haben sich natürlich interessiert, wieso ich mich jetzt von Pitti getrennt habe. Und das habe ich dann in der Reportage mit angegeben. Natürlich kam auch wieder die Frage, wann wird das denn jetzt endlich mal ausgestrahlt? Da das ja eine externe Produktionsfirma ist, wissen die auch nicht genau, wann Fox das jetzt reinbringt. Sie denken, dass es dieses Jahr ist, aber das ist natürlich frei bei Fox. Die machen es auch schon mal so, sagte der, wenn da nicht genügend Klicks drauf kommen auf die Filmreihen, dann schmeißen sie wieder was raus und dann kommt was rein. Die müssen ja jetzt erstmal den Film schneiden. Grob schneiden bei denen und dann ist das Finally Cutting, ist das, glaube ich, in Norwegen, habe ich gehört, ist da eine Frau, die macht das nochmal und dann geht das dann zum Sender. Also ehrlich gesagt, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es also dieses Jahr nochmal fertig wird. Aber das ist jetzt abgedreht und ja, und wenn was Besonderes bei mir sein sollte, sprich mit Dating, ach, da kommt ja die Sonne hoch zwischen den Palmen, dann könnte es sein, dass Sie also nochmal vorbeikommen, da ich ja aktuell auf Dating-Suche bin. Hier eine kurze Information zu unserem wöchentlichen Treffen. Das ist immer am Donnerstag um 18 Uhr im Treehouse in Menam. Jeder kann da hinkommen. Da werde ich immer gefragt, ob das wirklich ein Stammtisch ist. Es ist also kein klassischer Stammtisch. Jeder, der gerne zu uns stoßen möchte, das sind Touristen, die 1-2 Mal kommen und auch welche, die ausgewandert sind, die können auch kommen. Kurze Information, der Ralf wird dabei nicht mehr teilnehmen. Da werde ich auch nachgefragt. Der wird also nicht mehr daran teilnehmen. Ja, das hatte ich am Anfang jetzt vergessen, was jetzt kommt. Ich hatte ja schon mal gefragt, wie sieht denn das Wetter bei euch aus, die hier in Thailand sind. Mal ganz kurz runterschreiben, wie es jetzt gerade bei dir ist. Das ist ja das aktuelle Wetter bei euch und nicht, was der Wetterbericht sagt.
was ab und zu mal ja nicht stimmt. Ja, in einigen Beiträgen habe ich gehört, dass jetzt die Luftqualität schlechter werden sollte. Ja, das hängt daran, wenn die großen Farmen also ihre Blätter verbrennen, dann hat man das natürlich. Wir hatten mal vor 6, 7 Jahren in Indonesien, wurden da die Wälder abgebrannt. Und da hatten wir hier so ja noch die Quallenwolken wochenlang. Also hier bei uns auf Samui ist nichts. Wir haben kristallklare Luft. Ringsherum sind wir ja vom Meer umgeben. Natürlich wird hier auch Palmenblätter, die getrocknet sind, verbrannt. Ich sage immer, die Thais sind so ein bisschen Pyromane. Wenn irgendein Häufchen da rumliegt, dann haben sie auch schon gleich ein Streichholz in der Hand. Aber hier ist das bei uns auf Samui ist das gar nicht so schlimm. Also ich werde also nicht dadurch belästigt. Ja, hier noch einen Hinweis zu meinem Weihnachtsgeschenk, was ich mir gewünscht habe. Es sind also einige 100 dazugekommen, aber es sind noch 1500 und das dürfte eigentlich kein Problem sein, die nochmal das Abo anklicken, weil 60% meiner Zuschauer haben ja kein Abo und damit kommt er nicht in den Genuss, wenn ihr auch die Glocke aktiviert habt, dass ihr dann automatisch informiert werdet, wenn ich einen neuen Film reingesetzt habe. Jetzt hatte ich ja eigentlich gedacht zum Abschluss, dass die Anna auch noch vor die Kamera kommt, aber wir haben jetzt 7:30 gleich und die ist gestern so K.O. gewesen, wie die mit dem Roller von Suratani nach hier gekommen ist. Und da hat sie mich auch gebeten, also sich schlafen zu lassen. Das klappt also wunderbar mit Anna. Ich habe jetzt auch einen kleinen Film dazu gemacht, wie man das macht. Trennung ohne Stress und trotzdem Freunde bleiben. Das wird also nächste Woche kommen. Dann erzähle ich mal, wie ich es gemacht habe, dass ich jetzt noch mit meiner Ex-Frau noch so wunderbar zusammenleben kann. Also keine Gerüchte hochkommen lassen, also wir werden kein Pärchen mehr werden. Da sind die Interessen da ein bisschen auseinandergegangen und ja, sie hat ja auch einen Freund, der im Dezember auch nach hier kommt, ist ein Landsmann von ihr, auch ein Russe, der in der Türkei lebt und der kommt dann nach hier. Und ich habe mich ja ein bisschen Richtung Thailänderin verguckt. Ich möchte also weiterhin eine thailändische Begleitung bei mir haben, eine Lebenspartnerin, die mit mir alles so zusammen macht. Aber da bin ich jetzt erstmal ein bisschen zurückhaltend, bis ich also im Februar wieder aus Rayong zurückkomme. Und dann geht es dann auf Dating. Und da habe ich mir dann auch vorgestellt, wenn ich also hier auf unserer Insel keine passende Frau finde, dass ich dann also euch mitnehme und wir fahren dann rüber zum Festland. Ihr könnt dann auch da die Landschaften sehen, wo das Einzelne ist. Die Anna guckt dann auch nach dem Gem, das ist das Wunderbare an der ganzen Sache. Und dann will ich vielleicht meine neue Partnerin auf dem Festland oder hier kennenlernen. Da bin ich also ganz offen. So, das soll es gewesen sein. Bis Freitag. Tschüss.